Hallo, in diesem Video wirst du lernen, dass nichts auf der Welt so bleibt, wie es ist. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach einer Binsenweisheit an, hat aber deutlich mehr Weisheit im Gepäck, als du vermutlich glauben kannst. Wir werden uns also gemeinsam heute in diesem Video anschauen, wofür diese Erkenntnis nützlich ist und wie sie dir an dunklen wie an sehr hellen Tagen nützlich sein kann. Also bleib unbedingt dran und schau dir das Video bis zum Ende an. Und damit herzlich willkommen zu diesem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich möchte dir mit dieser Videoserie ein paar einfache Tricks zeigen und ein paar erprobte Tipps geben, wie du dein Leben leichter, optimistischer, fröhlicher, selbstverantwortlicher, kurz mutiger gestalten kannst. Wenn dir diese Videos gefallen und du daraus irgendetwas für dich mitnehmen kannst, dann abonnier doch meinen Kanal und dann verpasst du in Zukunft kein weiteres Video. Und ich freue mich natürlich auch über ein Like hier unten. Und falls du findest, dass einer deiner Freunde dieses Video gebrauchen kann, dann leite es ihm doch gerne weiter. Kostet nichts, außer 30 Sekunden. Heute habe ich mich an einen sehr magischen Ort begeben, der auch recht gut zum heutigen Thema passt, wie ich finde. Ich bin hier im Monkey Forest in Ubud, also im Affenwald. Ich zeige dir gleich ein paar Bilder und Videosequenzen von hier, von diesem bezaubernden und verzauberten Wald, in dem Hunderte von Affen seit wahrscheinlich Hunderten von Jahren leben. Seit aufgrund der Pandemie die Touristen ausbleiben, hat es die Gemeinde hier übernommen, die Affen im Wald zu füttern. Aber das genügt nicht und so sind sie oft hungrig und streunen abends durch die Straßen ringsum. Aus diesem Grund werde ich mich auch nicht so allzu sehr hineinwagen, denn meine Kameraausrüstung würde sie zu sehr anziehen. Die Affen sind sehr diebisch. Ich habe auch ständig einen Blick hier in die Umgebung und können auch tatsächlich aggressiv werden. Wir wollen das nicht hoffen, aber wenn sie nicht bekommen, was sie haben wollen, dann können sie einen auch tatsächlich anspringen. Also, worum geht es heute? Genau genommen möchte ich dir eine uralte Lebensweisheit wieder in Erinnerung rufen oder dir vielleicht auch erstmalig vorstellen, die der Sage nach schon König Salomo als sein Motto in einen Ring graviert ständig bei sich trug. Wie komme ich darauf, fragst du dich vielleicht. Nun, als individualpsychologische Beraterin, Ehe- und Paarberaterin, Laufbahnberaterin und Mentalcoach blicke ich auf viele Jahre der Praxisarbeit mit Klienten zurück, in denen mir so ziemlich jedes nur erdenkliche Thema, das Menschen überhaupt haben können, untergekommen ist. Zwei Dinge sind mir dabei über die Jahre immer wieder aufgefallen. Erstens, wenn Menschen in einer schwierigen Situation stecken, zum Beispiel wenn sie jemanden verloren haben und nun sehr traurig sind, reden sie sich regelmäßig ein, dass dieses Unglück dauerhaft bestehen wird und dass es nie wieder anders werden wird. Das ist ein Grund für Traurigkeit, Verzweiflung, Depression und führt zum Teil zu sehr unguten und meist unüberlegten Handlungen. Zweitens, wenn Menschen in sehr schönen Situationen stecken, zum Beispiel wenn sie frisch verliebt sind, reden sie sich regelmäßig ein, dass dieses Glück dauerhaft bestehen bleibt und dass es nie wieder anders werden wird. Das ist ein Grund für Euphorie, Überschwang, Ekstase und führt zum Teil zu sehr unguten und meist unüberlegten Handlungen. Du merkst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ich will dir aber trotzdem kurz die Geschichte von König Salomo erzählen. Da war also vor vielen hundert Jahren dieser König, der sehr darunter litt, dass er mal sehr glücklich und mal sehr unglücklich war. Eines Tages ertrug er seine Gefühlsschwankungen nicht mehr und ließ daher verkünden, dass er eine Lösung für sein Problem suche. Er rief alle seine klügsten und erfahrensten Berater zu sich und fragte sie,
nach etwas, das mehr Ausgeglichenheit, Ruhe und Weisheit in sein Leben bringen würde. Einer seiner Berater zog daraufhin ein Schmuckkästchen aus der Tasche und übergab es dem König. Darin befand sich ein goldener Ring mit einer Inschrift, die lautete: Auch dies geht vorbei. Der König las das und war zunächst verwirrt. Was bedeutet das? Fragte er. Der Weise antwortete ihm: Trage diesen Ring immer an deinem Finger und ganz gleich, was passiert, bevor du es gut oder schlecht nennst, berühre diesen Ring und lies die Inschrift. Auf diese Weise wirst du immer Frieden verspüren. Ich liebe diese Geschichte, in der so viel Weisheit steckt. Wann immer wir in unserem Leben schwierige Situationen auszuhalten haben, sollten wir uns also ebenfalls diesen Satz immer wieder vor Augen führen und uns selbst trösten und beruhigen, indem wir sagen: Auch dies geht vorbei. Du merkst schon, ich stecke hier in einer schwierigen Situation, um mich herum die Affen, und ich sage mir gerade: Auch dies geht vorbei. Etwas Wichtiges ist dabei aber noch zu beachten. Wir sollten stets unterscheiden zwischen der Situation, also den Gegebenheiten, den Umständen, die wir ohnehin nicht verändern können, und unseren Gefühlen, die wir bezüglich diesen Umständen, diesen unveränderlichen Gegebenheiten entwickeln. Denn es ist nicht die Situation an sich, die uns unglücklich macht. Es ist genau genommen unsere Reaktion auf die Situation. Es sind also unsere Gedanken über die Tatsachen, die uns unglücklich machen. Und du weißt es vermutlich schon selbst, dass diese Gedanken und Gefühle über die Situation sich mit der Zeit sowieso verändern und dir somit die Möglichkeit geben, die Situation komplett neu zu bewerten. Nicht selten habe ich es erlebt, dass jemand, der in einem Jahr todunglücklich über eine Trennung war, im nächsten Jahr frisch verliebt, zweimal passiert es sogar, dass derjenige mit schwangerer Freundin bei mir aufschlug, ja, die mich dann wieder aufsuchten und mir gestanden, dass die Situation vom Vorjahr das Beste war, was ihm passieren konnte. Und so mache ich das auch. Wann immer ich traurig über etwas bin, sage ich mir den Satz: Auch das geht vorbei. Und erlaube mir somit diese Gefühle in diesem Moment zu haben. Aber ich weiß ja gleichzeitig, dass diese schweren Gefühle nicht für immer bleiben werden. Sobald ich mir dies bewusst mache, lockert sich der Griff des Unglücks um mein Herz und ich fühle mich wieder leichter und kann wieder besser atmen. Wenn du also gerade in diesem Moment eine schwere Zeit durchmachst, so wie ich gerade, ob privat, gesundheitlich oder beruflich, und du keine Ahnung hast, wie du das lösen sollst, dann wisse bitte, der Schmerz, den du jetzt fühlst, wird nicht für immer bleiben. Erinnere dich, dass auch dies vorbeigehen wird. Nichts auf der Welt hält ewig, auch nicht deine traurigen Gefühle. Das gilt besonders, aber auch für die guten Zeiten im Leben, also fast noch stärker als für die besonders schlechten. Und obwohl wir das alle unser ganzes Leben lang eigentlich ja immer wieder erleben, klammern wir uns unbewusst an eine quasi von Hollywood geschürte Illusion der Beständigkeit. Fast alle Paare, die ich jemals beraten habe, konnten es selbst nicht fassen, wie der von ihnen anfangs gehegte Traum vom ewigen Glück zerplatzte wie eine Seifenblase. Aber so ist es nun einmal im Leben. Nichts bleibt für immer so, wie es ist. Das Auf und Ab gehört nun einmal zum Leben, dazu wie das Ein- und das Ausatmen. Wer je an einem Überwachungsmonitor im Krankenhaus gesessen und auf den Herzschlag eines geliebten Menschen geschaut hat, der weiß, dass jedes Auf und Ab ein Zeichen dafür ist, dass da noch Leben ist. Erst wenn die Linie flach verläuft, wenn also keine Ups und Downs mehr da sind, wenn keine Veränderung mehr stattfindet, dann spricht man von Flatline und das bedeutet Tod. Wer sich also ein Leben ohne Auf und Ab wünscht, bestellt sich im Grunde ja unbewusst einen ganz unnatürlichen, statischen Ablauf
wie es ihnen nicht wirklich im Leben geben kann. Also ich mache das so. Wenn ich traurig oder wütend oder frustriert oder wie gerade jetzt ein bisschen ängstlich bin, dann lehne ich mich zurück, atme 2-3 Mal tief ein und aus und sage mir laut, auch das geht vorbei. Dann kehrt gleich Frieden ein. Und wenn ich glücklich und zufrieden bin, was bei mir zum Glück sehr häufig der Fall ist, dann lehne ich mich zurück, atme 2-3 Mal tief ein, lasse Dankbarkeit in mein Herz fließen und sage mir laut, auch das geht vorbei. Willst du das vielleicht auch mal probieren? Lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht. Entweder hier unten in den Kommentaren oder gerne auch per E-Mail oder auch über meine Webseite, die du hier in der Videobeschreibung, also hier weiter unten, findest. Jetzt wünsche ich dir noch einen Tag voller Frieden in deinem Herzen mit dem, was ist. Ganz egal, was ist. Ich sende dir Liebe, Mut und jede Menge Hoffnung. Das war wie immer deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye bye, ciao ciao, bis bald. Ja, an der Stelle noch ein kleiner Nachtrag. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass mir zwischendurch echt das Blut gefroren ist, als die Affen da so um mich rumgeturnt sind. Ich würde es gerne mal in die Mutig-Leben-Perspektive rücken. Das Leben fragt uns nicht, passt es dir gerade, dass ich dir jetzt Affen schicke, dass du gerade zu Tode dich fürchtest. Das Leben fragt nicht, passt das Licht, passt der Ton, geht es gerade, sondern wir müssen die Situationen, die uns das Leben präsentiert, auch wenn wir uns selber hineinbringen sozusagen, dann irgendwie handeln. Und ich hoffe, man merkt es mir nicht allzu sehr an, dass ich mir fast in die Hosen gemacht habe, aber eben wie ich sagte, auch das geht vorbei und jetzt stehe ich hier am Ausgang und bin wieder ganz entspannt. Und auch wenn sie mir ein kleines Stativ gestohlen haben und das jetzt irgendwo im U-Boot-Dschungel liegt, es geht mir gut und ich wünsche euch alles Gute. Handelt die Situation, die euch das Leben bringt, immer mit dem Satz, auch das geht vorbei. Ciao, ciao.